Freizeitparks. Action, Spaß und Abenteuer. Aber wie barrierefrei sind Freizeitparks eigentlich? Ich möchte auch mal das Gefühl haben, Achterbahn zu fahren. In vielen deutschen Parks kann ich keine Achterbahn fahren, wegen meiner Behinderung. Das ist Tim Eigenbrot. Tim wurde Ende der 80er geboren und ist Experte für Barrierefreiheit im Raum NRW. Auf seiner Website berät er beeinträchtigte Menschen, Angehörige und Firmen zu barrierefreiem Leben. Tim kam mit infantiler Zerebralparese, auch bekannt als spastische Diplegie, zur Welt. Daher hat er grob- und feinmotorische Beeinträchtigungen und kann seine Beine nicht so gut kontrollieren. Deshalb sitzt er auch im Rollstuhl. Trotzdem lebt Tim in den meisten Bereichen selbstständig. Er lebt alleine, er arbeitet, er fährt Auto, spielt Basketball und boxt. Das Thema Barrierefreiheit in Freizeitparks hat uns schon 2017 beschäftigt. Für einen Beitrag haben wir uns damals auch mit dem Freizeitpark Efteling in Holland auseinandergesetzt und schon damals festgestellt, dass dieser immer mehr Wert auf Barrierefreiheit legt. Wir haben uns also vorgenommen, mit Tim einen Tag in Efteling zu verbringen und gemeinsam zu schauen, wie das aussieht. Nach unserer Vorbereitung hat sich unser Team dann zusammen mit Tim auf den Weg nach Holland gemacht. Steig du mal ein. Mit Vorlage eines Behindertenausweises parkt man bei Efteling direkt vorne in der ersten Reihe. Nach unserer Ankunft haben wir uns zunächst beim Efteling-Team angemeldet, welches uns vor Ort beim reibungslosen Ablauf des Drehs unterstützt hat. Wir haben uns erstmal die Efteling-App runtergeladen, um uns im Park etwas zu orientieren. Auf der Karte hat sich Tim direkt die Achterbahn Baron ausgesucht, zu der wir uns dann noch direkt auf den Weg gemacht haben. Für Menschen im Rollstuhl gibt es bei dieser Achterbahn einen separaten, barrierefreien Eingang auf der Rückseite des Stationsgebäudes. Über eine Klingel kann man jemanden vom Efteling-Team rufen, bekommt eine kleine Einweisung und wird dann mit dem Aufzug nach oben gefahren. Auf geht's! Kommt man oben an, wartet dort bereits das Teammitglied und begleitet einen zum Einstieg. Der Rollstuhl wird dann zur Seite gefahren und nach dem Ausstieg wiedergebracht. Während Tim hier einsteigt, befestigt ein Mitarbeiter von Efteling eine Kamera vor ihm. So können wir sehen, wie Tim mit der Achterbahn fährt und wie sein Körper darauf reagiert. Beim Ein- und Aussteigen war es ein bisschen schwierig, weil ich in den Sitz reingefallen bin, weil der Sitz so tief war. Da war ein, ich nenne es mal Knüppel, und da musste man sich erstmal hochhieven.
Mit Kameras vor ihm und an der Brust geht es für Tim jetzt los. Das erste Mal Achterbahn fahren. Während der Fahrt hat Tim eine Spastik in den Beinen bekommen. Das heißt, einfach gesagt, seine Beine sind versteift und er kann sie nicht mehr kontrollieren. Das legt sich erst, wenn Tim sich beruhigt und sich wieder darauf konzentrieren kann. Drei, zwei, eins. Bis auf ein paar Schwierigkeiten beim Ein- und Aussteigen war die Achterbahnfahrt ziemlich cool. Und danach sind wir was essen gegangen. Im Restaurant war das Team sehr aufmerksam und hat Tim beispielsweise den Stuhl weggeräumt, damit er sich an den Tisch setzen kann. Das Restaurant war für ihn auch sonst gut mit dem Rollstuhl erreichbar. Nur beim Eingang zum Toilettenbereich war es schade, dass keine Schiebe- oder Automatiktür verbaut wurde. So war Tim nämlich darauf angewiesen, dass ihm die Tür aufgehalten wird. Allgemein ist der Park barrierefrei gestaltet. Es gibt kaum Hügel und man kommt gut in die Shops und in die Restaurants rein. Und das ist nicht unbedingt der Regelfall. In vielen Freizeitparks erstreckt sich das Gelände über mehrere Ebenen. Teils gibt es dann auch nur Treppen und keine Rampen oder Aufzüge. In Efteling ist das anders. Nicht nur örtlich, sondern auch sonst wird hier versucht, möglichst viele Hürden abzubauen. Eine Hürde ist auch oft die Information. In Efteling gibt es an den Attraktionen, sowie auf der Website, im Parkplan und in der App ein entsprechendes Rollstuhlsymbol. So weiß man, in diese Attraktion kann ich mit Behinderung bzw. Rollstuhl rein. Es gibt auch einen Parkplan, der extra für Gäste mit Behinderung ausgelegt ist. Dort steht zum Beispiel auch, welche Restaurants, Toiletten und Shops am einfachsten besucht werden können. Auch bei der Familienachterbahn Max und Moritz wurde der Einstieg für Menschen mit Behinderung über einen Aufzug gelöst. Für Tim war es auch hier beim Einstieg schwierig, sich in den Waggon zu heben. Mit ein wenig Geduld und Kraft hat er es aber alleine geschafft. Auch weil er ohne Rollstuhl ein paar Schritte laufen kann. Und das ist auch wichtig. Denn für einen Besuch in Efteling muss man in der Lage sein, selbstständig ein- und aussteigen zu können. Oder man muss eine Begleitperson haben, die dabei hilft. Als nächstes ging es auf die Wasserbahn Piranha. Bei dieser Wasserbahn halten die Boote in der Station nicht an. Daher muss man über eine sich drehende Plattform in die Boote einsteigen. Die 350 Meter lange Wildwasserbahn ist eine schöne Abkühlung an heißen Tagen. In 5 Minuten Fahrt wird man auf jeden Fall ordentlich nass.
Und das gilt auch für Rollstuhlfahrer. Die Platte hat sich gedreht und man musste ganz schnell ein- und aussteigen. Das hat dazu geführt, dass ich meine Beine nicht so richtig kontrollieren konnte. Aber die Fahrt war sehr gut und hat auch Spaß gemacht. Sollte es beim Ein- oder Ausstieg eine Verzögerung geben, kann die Drehscheibe bei Bedarf natürlich angehalten werden. Das ist Symbolika. Bei der Bahn haben wir Rollstuhlfahrer einen eigenen Eingang und können entspannt einsteigen. Dafür wird ein extra Wagen in einem separaten Raum für Menschen mit Behinderung zur Verfügung gestellt. Dieser wird danach in die Strecke eingereiht. Die Fahrt ist sehr ruhig. Man fährt durch viele verschiedene Themenwelten, die liebevoll gestaltet sind. So kann man für einen Moment runterkommen und in eine andere Welt eintauchen. Auch für Tim eine schöne Pause an einem ereignisreichen Tag. Nach der Fahrt kann man durch den separaten Raum die Bahn auch wieder entspannt und ohne Zeitstress verlassen. Ja, ich bin gespannt auf die Holzachterbahn. Wird bestimmt gut. Bei den Attraktionen, wo der Einstieg für Rollstuhlfahrer nicht durch einen Aufzug gelöst ist, gibt es Rampen, die zur Station führen. Für unsere Filmaufnahmen ist Tim zweimal mit der Achterbahn gefahren, zunächst komplett alleine und danach nochmal mit uns zusammen. Die Fahrt war so rasant für Tim, dass selbst die Kamera kurz eine Pause brauchte. Wir gehen jetzt ins Nest. Das Nest ist ein Kinderspielplatz oder auch Spielwald, der barrierefrei und damit auch für Rollstuhlfahrer zugänglich ist. Hier können Kinder mit und ohne Behinderung gemeinsam spielen und zusammen tolle Abenteuer erleben. So einen Spielplatz hätte ich mir als Kind auch gewünscht. Als nächstes ging es zur Pagode. Diese wurde 1987 eröffnet und bringt die Besucher auf 45 Meter Höhe. Von diesem drehenden Aussichtsturm hat man einen tollen Ausblick über den gesamten Park. Die meisten Fahrgeschäfte sind barrierefrei gestaltet, außer Domflucht. Da gibt es aber eine Alternativlösung mit einer VR-Brille.
Wegen der etwas ungewöhnlichen Umsetzung ist auch hier zunächst eine kleine Einweisung durch ein Teammitglied notwendig. Dafür wird Tim an der Tür des Rollstuhlfahrereingangs abgeholt und dann in einen separaten Raum gebracht. Dort können Menschen mit Behinderung Platz nehmen und über eine VR-Brille kann man die Fahrt dann originalgetreu miterleben. Das war ein Konzept, das uns sehr begeistert hat, da man selbst bei einer Attraktion, die nicht barrierefrei umrüstbar war, einen Weg gefunden hat, die Fahrt gemeinsam zu erleben. Die Begleitpersonen kriegen ein Headset auf und man kann mit denen dann sprechen. Haben Sie eine gute Idee? Nicht aufsteigen, ne? Jetzt sehe ich Bäume und Wasser unten. Für Tim war das Erlebnis sehr echt, da er sich umschauen konnte und mit seinen Begleitpersonen reden konnte. Und da auch mit Duftstoffen in dem VR-Raum gearbeitet wird, taucht man voll in die Fahrt ein und vergisst für einen Moment, dass man eigentlich nur eine VR-Fahrt sieht. Okay? Okay. Wo war das? Das war gut, aber bei mir dreht sich jetzt alles. Jetzt machen wir uns noch zum Schluss auf in den Märchenwald. Insgesamt waren wir beeindruckt davon, was Efteling alles macht, um Menschen mit Behinderung einen Besuch zu ermöglichen. Hallo! Die Attraktionen, Restaurants, Toiletten und Shops sind durch flaches Gelände, breite Gänge, Rampen und Aufzüge größtenteils barrierefrei zugänglich. Leider trifft das noch nicht auf alles im Park zu und bei manchen Attraktionen muss man auch trotz barrierefreiem Zugang Abstriche machen. So kann bei Symbolika zum Beispiel nur eine der 3 verfügbaren Touren gefahren werden und für Dromflucht wird eine VR-Fahrt angeboten, da die normale Fahrt nicht besucht werden kann. Nicht alle Toiletten verfügen über automatische oder Schiebetüren, was Rollstuhlfahrern den Besuch erschweren kann. Und im Märchenwald gibt es auch Bereiche, die nur durch Treppen erreichbar sind. Das ist aber alles verkraftbar, denn trotzdem bietet Efteling Menschen mit Behinderung einen wirklich ereignisreichen Tag. Und eine Lösung wie die VR-Fahrt ist vielleicht nicht wie das Original, aber eine kreative Alternative und zeigt, dass man hier aktiv nach Lösungen sucht, um Menschen mit Behinderung zu berücksichtigen. Da können sich viele andere Freizeitparks auf jeden Fall eine Scheibe von abschneiden. Denn wie man an Efteling sieht, sind die Lösungen da. Sie müssen nur umgesetzt werden. Ich würde mir wünschen, dass Freizeitparks in Deutschland ihr barrierefreies Konzept überarbeiten, denn Achterbahnfahren macht Spaß.